Hallo und guten Abend, liebe Zuschauer, hier live aus der Gilroy High School hier auf dem Disney Channel. Diesmal haben wir den FBC Gilroy gegen die Stevens Point Porcupines. Ja, und wie ihr hören könnt, diesmal mit der deutschen Stimme. Ja, der englische Kollege ist noch an der Ostküste, wir sind hier heute an der Westküste. Denn Gilroy liegt ja bekanntlich in dem Bundesstaat Kalifornien. Und auch schon haben wir gesehen, dass die Stevens Point Porcupines die Aufstellung von gestern genommen haben. Und die Gilroyer auch dieselben Aufstellungen wie in den letzten Spielen auch. Ja. Und gewinnt Gilroy dieses Spiel heute, dann haben sie die erste Disney-Basketball-Saison für sich entschieden. Und verlieren sie heute, dann hat die Stevens Point Porcupines noch eine Chance, die Disney-Basketball-Saison zu gewinnen. Entschuldigung. Ja, und nun auf zum Tip-Off. Und wie mein englischer Kollege auch schon gesagt hat, das ist ja das Ziel in dieser Saison für die Stevens Point Porcupines, um die Disney-Basketball-Saison zu gewinnen. Aber jetzt erstmal Reginald Johnson am Ball. To Ginger Falcone. Ginger Falcone führt 3 und das ist der erste Dreier für sie hier in diesem Spiel. 3:0 für Gilroy. Ja, jetzt Diggy Smalls am Ball. Andy Bastamente für 2. Nein, trifft nicht. Ginger Falcone wieder im Ballbesitz. Ginger Falcone. Pass auf Lusa Waffles und der macht den Zweier rein. 5:0. Diggy Smalls. Diggy Smalls mit dem Zweier 5:2. Jetzt ist mal Wally Dingle wieder am Ball. Ja, und da hat er hat einen Seaford-Verteidiger den mit dem Fuß getroffen. Und da gibt es jetzt nochmal Einwurf für Gilroy. Erstmal geht er Pass durch auf Wally Dingle. Jetzt ist mal Ginger Falcone am Ball. Pass auf den Flügel zu Uchi Megruder, aber die macht die nicht. Hat den 5:2. Die Bastamente auf Estrid Stanislawski, die kleinste Spieler auf dem Feld, beziehungsweise kleinste Spielerin. Andy Bastamente. Stanislawski, Entschuldigung. Und Casey ist da, um sich den Rebound zu holen. Und die macht das 5:4. Jetzt mal Ginger Falcone auf Wally Dingle. Wally Dingle gegen Slowski. Ginger Falcone nochmal für 3 und die macht ihn rein. 8:4 für Gilroy.
Das ist wieder Andy Bastementa auf Cassie. Cassie gegen Ginger. Passt zuerst Stanislawski. Außen, aber die macht den Dreier nicht. Wally Dingle auf Ginger Falcon. Ginger Falcon auf Wally Dingle. Und Wally Dingle macht den nicht rein. Und Diggy Smalls holt sich den Rebound. Diggy Smalls. Pass. Stanislawski auf die Außen, aber trifft nicht. Jetzt Ginger Falcon gegen Astrid Stanislawski. Passt zu Wally Dingle. Dreierlinie. Wally Dingle für 2. Nein. Der Astrid Stanislawski auf Andy Bastement. Bastement auf Diggy Smalls. Was macht er? Diggy Smalls. Andy Bastamente für 3. Und da ist der Dreier drin. 8:7. So, jetzt wieder Wally Dingle. Auf Ginger Falcon. Ginger Falcon nochmal für 3. Diesmal trifft sie nicht. Ja. 2 von 3 Dreiern bis jetzt getroffen. Andy Bastamente zu Astrid Stanislawski. Andy Bastement trifft den Dreier nicht. Meguda holt sich den Rebound. Jetzt erstmal Wally Dingle im Ballbesitz. Passt auf Ginger Falcon. Ginger Falcon nochmal für 3. Diesmal trifft sie ihn auch nicht. Jetzt wieder Andy Bastement. Das ist Stanislawski. Diggy Smalls für 3. Aber nichts für die Führung. Aber Cassie hat den Rebound. Und wieder Angriff für die Porcupines. Diggy Smalls. 15 Sekunden noch für den Angriff. Andy Bastamente gegen Pucci Meguda. Und Pucci Meguda macht einen Wurffoul und daher kriegt jetzt die Andy Bastements 2 Freiwürfe von der Freiwurflinie und kann somit in Führung gehen. Aber den ersten trifft sie schon mal nicht. Aber trifft im zweiten. 8:8. Spiel ist ausgeglichen. So, Cornelius Jonesworth hat die Chance, wieder in Führung zu gehen. Auf Kirby Cheddar für 3 und der ist drin. 11:8. So, jetzt haben wir hier Maddie Rooney, den Teamkapitän von Stevens Point Porcupines, auf ihre Zwillingsschwester Olivia Rooney. Olivia Rooney für 3 und da ist der Dreier. 11:11. Jetzt erstmal Cornelius Jonesworth. Cornelius Jonesworth, Kirby Cheddar. Kirby Cheddar auf Don Donaldson. Und das ist Cornelius Jonesworth. Trifft den Dreier nicht. Und die Porcupines können jetzt in Führung gehen. Mit diesem Angriff. Olivia Rooney. Olivia Rooney für 2. Trifft nicht. Erstmal Ozzy Kephart. 10 Sekunden noch im ersten Viertel. Don Donaldson für die Führung. Jawohl. 14:11. Fünf Sekunden noch. Maddie Rooney mit dem Weitdistanzwurf. Und der war knapp.
Und Gilroy führt mit 14:11 nach dem ersten Viertel. Und wir werden auch gleich weitermachen mit dem zweiten Viertel. Und zwar genau jetzt. Gilroy führt mit 3 Punkten 14:11. So, da haben wir erstmal Ocean am Ball. Schön auf Maddie Looney. Ocean für 3, für den Ausgleich. Nein. Hier ist Jonesworth auf Ozzy Kephart. Sieg Falcon. Cornelius Jonesworth für 3. Nein. Und Joey Rooney holt sich den Rebound. Pass erstmal auf Ocean. Ocean in die Innenzone. Maddie Rooney trifft's. 14:13. Das war Don Donaldson. Don Donaldson trifft den Dreier nicht. Und jetzt die Chance zur Führung für Porcupines. Maddie Rooney. Maddie Rooney auf Artie Smalls. Artie Smalls für 3. Und das ist nicht die Führung. Sieg Kephart auf Sieg Falconi. Und da macht er den Zweier. Schöner Pass. Schön gesehen von Ozzy Kephart. Und das ist 16:13. Und die Porcupines nehmen Auszeit. Und wir haben wieder ein paar Auswechslungen. Die Smalls wird also für Parker Rooney und Roy Waffles kommt für Ozzy Kephart bei den Gilroyern. Zuerst mal Stevens von Porcupines am Ball. Willow Cruz. Maddie Rooney gegen Cornelius Jonesworth. Maddie Rooney kriegt 2 Freiwürfe wegen eines Blocking-Fouls von Cornelius Jonesworth. 2 Freiwürfe für Maddie Rooney. Kann damit auf 16:15 verkürzen. Den ersten macht's rein. Und macht auch den zweiten. 16:15. Das ist mal Roy Waffles auf Cornelius Jonesworth und der ist total frei und macht den Korbleger zum 18:15 rein. Haben sie im Moment nicht aufgepasst, die Porcupines. Jetzt wieder Ocean am Ball. Maddie Rooney. Maddie Rooney auf Ocean. Und Ocean macht den Dreier rein. 18:18. Spiel ist ausgeglichen. Don Donaldson. Roy Waffles. Roy Waffles. Passt zu Cornelius Jonesworth. Cornelius Jonesworth. Don Donaldson für 3. Macht aber nicht rein, aber Sieg Falcon holt sich den Rebound. Macht zwar nicht den Korbleger rein, aber bekommt 2 Freiwürfe wegen eines Shooting-Fouls von Joey Rooney.
Und trifft den ersten. 19:18. Trifft er auch den zweiten? Nein, den trifft er nicht. Und jetzt haben sie eine gute Chance, wieder in Führung zu gehen. Maddie Rooney für 3. Und der ist drin. 21:19. Maddie Rooney bringt die Porcupines zum ersten Mal jetzt hier in diesem Spiel in Führung. Ladies and Gentlemen, 21:19 für die Porcupines. Und da ist Sieg Falcon für den Ausgleich. Jawohl. Maddie Rooney. Parker Rooney. Auf Ocean. Rooney, Maddie Rooney für 3 wieder mal. Diesmal ist er nicht drin. Roy Waffles jetzt im Ballbesitz. Roy Waffles. Cornelius Jonesworth. Und da ist er drin. 23:21. Führung wieder für Gilroy. Ocean im Ballbesitz. Parker Rooney. Ocean für 3. Für die Führung. Nein. Roy Waffles. Cornelius Jonesworth. Roy Waffles. Sieg Falcon. Cornelius Jonesworth gegen Maddie Rooney. Und macht er nicht rein. Aber er darf an die Freiwurflinie wegen eines Blocking-Fouls von Maddie Rooney. Und den ersten Freiwurf macht er nicht rein. Aber den zweiten macht er rein. 24:21. 3 Punkte Führung für Gilroy. Jetzt Andy Bastement. Dement auf Diggy Smalls für 3. Nein, aber Lacey holt sich den Rebound. Und macht den Korbleger rein zum 24:23. Jetzt wieder Cornelius Jonesworth auf Pucci Magruder. Findet Ginger Falcon. Zurück wieder auf Pucci Magruder für 3. Macht ihn nicht rein, aber Luther Waffles holt sich den Rebound. Und nochmal eine zweite Chance, um zu scoren. Ginger Falcon macht den Dreier zum 27:23.
Es wird Stanislawski. Auf Digi Smalls. Cassie. Es wird Stanislawski. Digi Smalls für 3. Der ist nicht drin. Jetzt mal Cornelius Jonesworth. Cornelius Jonesworth für 3. Und der ist nicht drin. Und das ist das Ende der zweiten Hälfte. Gilroy führt mit 4 Punkten. 27-23. Und ja, wir werden bald zurück sein, nachdem wir ein paar Highlights da gesehen haben.